Hi, Joe Vogel hier. Wenn du angeln gehst, hast du häufig so eine 5-Meter-Route dabei aus Carbon, Hightech und eine Angelspule für viel Geld, Angelleine, Angelkoffer mit ganz viel Ausrüstung, Kescher und so weiter und so fort. Und trotzdem brauchst du Stunden, bis du den allerersten Biss hast. Das liegt häufig an der falschen Strategie. Ich will dir heute zeigen, wie du mit einer ganz einfachen Angel, mit einer super simplen Montage in 5 bis 10 Sekunden Fische fangen kannst. Und zwar genau die Fische, die du im Survival-Notfall angeln und essen möchtest. Außerdem erfährst du heute noch einige Neuigkeiten über Survival-Projekte von mir. Bevor wir jetzt hier weitermachen, werfen wir erstmal noch einen Blick unten in die Kommentare. Was für eine Angelausrüstung benutzt du auf Expedition? Die Frage, die kam relativ häufig und vor allem war die im Zusammenhang mit der 10 € Billigangel gekommen, die ich in diesem Video getestet habe. Das ist tatsächlich so etwas hier. Eine relativ einfache Route, eine kleine Teleskoproute. Ah, die ist ausfahrbar. Die ist ausfahrbar und etwa 2 Meter lang, 3 Meter lang. Geringes Wurfgewicht, also eine sehr flexible... Was heißt Wurfgewicht? Also das Wurfgewicht beschreibt, mit welchem Gewicht vorne an der Leine die Angel am besten ausgeworfen werden kann, welche Flexibilität die hat. Und eine Angel mit 1 bis 30 Gramm Wurfgewicht ist eine relativ flexible, leichte Route. Es gibt welche mit 50, 60 oder 100 Gramm sogar. Das sind sehr starre Routen. Aber sowas Kleines, Flexibles ist ideal. Wie viel wiegt die Route? Die Route, die wiegt ein paar 100 Gramm. Die Spule ist ein bisschen schwerer. Die wiegt, vielleicht würde ich auch sagen, so 300 Gramm. Insgesamt bin ich hier unter 500 Gramm. Wichtig ist mir, dass die Spule eine zuverlässige Spule ist, weil die gehen gerne mal kaputt. Und ich habe hier geflochtene Leine drauf. Geflochtene Leine? Ja, geflochtene Leine. Das nennt sich Multifile Leine. Das ist wie Wolle, kannst du dir das vorstellen. Also die ist wirklich geflochten aus ganz feinen Fasern. Die ist unheimlich reißfest. Also von der Dicke, die reißt bei etwa 25 Kilogramm, wenn man die belastet. Und die Alternative dazu, das ist das hier. Das ist monophile Leine. Monophil? Monophil ist Perlonleine, die ist wirklich so eine komplett volle Plastikleine. Also so eine ganz normale Standardangelschnur. So eine ganz normale Standardangelschnur, wie du sagst, ganz genau. Mit der sind Knoten sehr viel einfacher zu machen. Die ist auch unsichtbarer als die geflochtene. Du wirst sehen, dass das sichtbar-unsichtbar bei unseren Fischen, die wir heute angeln werden, relativ wenig problematisch ist. Aber hier brauche ich Spezialknoten für. Also die wenigsten nehmen tatsächlich geflochtene Leine. Deshalb will ich eigentlich auf meine Standard-Survival-Leine zurückgreifen. Aber die ist gerade mit einem Freund in Kanada unterwegs. Meine 35er Angelleine, monophile Angelleine, das ist so in etwa die Leine, die ich unterwegs in Survival Kits auch dabei habe. Diese Angel wird auch diejenige sein, die wir bei der nächsten Expedition mitnehmen werden. Und zwar werden wir nächsten Frühsommer in der Mongolei unterwegs sein. Oh, Mongolei, was machen wir denn da? Gut, dass du fragst. In der Mongolei werden wir etwa 120 Kilometer erstmal gar nichts essen, sondern nur das essen, was wir finden. Vielleicht haben wir einen Staple dabei, also eine Grundnahrungsmittel, Kilogramm Reis oder Couscous. Das meiste werden wir uns aber fangen, und zwar aus dem Tool River, der von uns dann mit einem selbstgebauten Floß befahren wird. Wir laufen also hoch. Also wir haben kein Auto. Ja, wir haben kein Auto. Wir voll autark, ohne Spot, ohne doppelten Boden, ohne Rettungsteam oder ohne irgendwie Medic-Team, das auf uns wartet und dann heldenhaft aus dem Boot rausspringt. Das ist bei meiner Expedition immer so. Also wir werden da wirklich auf uns alleine gestellt sein. Im Bären- und Wolfsgebiet werden wir dann unsere Tiere fangen und dann werden wir den Fluss mit dem Floß runterfahren. Das wird natürlich auch ein Video geben. In diesem Video werdet ihr auch Patricia sehen können und wir werden dieses Video auch hier online auf dem Kanal veröffentlichen. Neben diesem Video gibt es noch 2 andere Projekte, die ihr aber vorher hier sehen werdet. Und zwar erstmal mein Projekt 300 Kilometer durch den Rhein. Etwas besser in der Qualität und neu zusammengeschnitten. Und in Farbe und bunt. Das sind 300 Kilometer, die ich von Stein in der Schweiz bis Kehl bei Straßburg geschwommen bin. Natürlich auch ohne Beiboot und ohne sonstige Hilfe. Mit
dem Sammeln der Nahrung, die ich gebraucht habe, mit dem Übernachten draußen. 11 Tage, super, super gefährlich, würde ich nie wieder machen. Also das wird es hier demnächst geben. Außerdem meine Wüstendurchquerung mit meinem guten Freund Markus. Die Wüstendurchquerung der Transaltai-Gobi, auch in der Mongolei, also dort, wo wir nächstes Jahr wieder zurückkehren werden. Dieses Projekt Fangen wir wird dort sich hier an, wo ihr auch damals finden. aufgehört habt? Wir werden weiter nördlich sein. Also ich war mit Markus in der Transaltai-Gobi etwa 700 Kilometer südlich von Ulaanbaatar unterwegs. Wir werden etwa 300 bis 200 Kilometer nördlich von Ulaanbaatar unterwegs sein, also in Richtung der russischen Grenze, aber noch weit genug davon entfernt. Neben diesen Projekten, die du hier auf dem Kanal finden wirst, wirst du auch immer wieder neue Videos zu Themen wie Survival-Techniken oder Expeditionstechniken sehen. Wenn es dich also interessiert, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal, dann wirst du diese Videos auch nicht verpassen. Oh, ich glaube, gleich gewittert's. A few moments later. So ein Glück, dass es eben nicht mega gewittert hat und wir deshalb auch keinen neuen Platz zum Filmen suchen mussten. Ich habe mir jetzt hier eine ganz simple Route geschnitten. Einfach so ein Stückchen Hartriegel. Also du kannst da nehmen Hasel, du kannst da Bambus verwenden beispielsweise. Oder Robinie, Robinie ist auch super. nachdem du die Stacheln weggemacht hast. Ganz wichtig, die brechen nämlich gerne ab und bleiben dann in den Fingern hängen. Das, was ich jetzt mache, ich mache hier oben einfach eine Leine dran, etwa 2 Meter und unten dran einen Haken. Mehr muss ich gar nicht machen. Klar, ich kann noch einen Schwimmer dran machen, ich kann noch ein Steinchen befestigen, aber das ist dann wirklich Luxus. Wir wollen kleine Fische fangen und die sind so in diesem Randbereich direkt an den Büschen und da haben die jetzt auch genügend zu fressen, weil der Regen hat einen Haufen Insekten jetzt auf der Wasseroberfläche abgesetzt, die sind von den Büschen runtergetrieben worden und die Fische, die kleinen Fische sind jetzt im Fressrausch. Das heißt, sobald etwas ins Wasser fällt, rasen die alle drauf und das passiert aber nur bei den kleinen Fischen. Bei den großen Fischen, die wissen, ich bin ein Hecht, ein großer Karpfen, ich suche mir in Ruhe, was das perfekt passt und dann knabber ich mal an und ja, wenn es gut ist, dann esse ich es. Das machen die Kleinen nicht. Ja, Und dann deshalb, lass uns mal losangeln. deshalb wollen wir auch die Kleinen fangen. Ja, dann zeig mir mal, wie man so einen Knoten macht. Normalerweise habe ich kleine Ösenhaken im Survival Kit. Das hier ist ein Ösenhaken. Siehst du das? Ösenhaken, das heißt, es gibt auch noch andere welche. Ja, andere welche, das sind die Plättchenhaken. Bei Plättchenhaken ist hier am Ende so ein Die haben halt Metallplättchen. keine Öse. Die haben keine Öse. Sind die nicht voll schwer zu verknoten? Die sind ziemlich schwer zu verknoten. Ja, eigentlich geht es. Wenn die klein sind, dann wird es schwieriger. Aber der Vorteil an diesen Haken ist, dass die An den Plättchenhaken? an den Plättchenhaken ist der Vorteil, dass die sehr einfach gefertigt werden können. Deshalb sind die meisten Haken, die man eben so in Großpackungen kauft, mit Plättchen. Ich zeige dir jetzt mal 2 Knoten, die du dafür brauchst. Brauche ich die beide oder kann ich mir einen aussuchen? Also für den Ösenhaken kannst du den Wirbelknoten verwenden. Prinzip ist, ich habe jetzt hier die Leine durchgelegt und jetzt drehe ich das. 1, 2, 3, jetzt bräuchten wir so ein Kraftzahl hier oben. 4 Umwicklung, 5, 6, 7. Und jetzt entsteht hier so eine Öse. Wo? Ah, direkt an der Öse Direkt an der entsteht Öse noch mal entsteht so eine Schlaufe und da ziehe ich das dann durch. Und dann ziehst du fest Und dann ziehe ich fest. und es hält. Das hält. Bei grober Multifiler, also geflochtener, hält es auch hier. Das kann ich so machen. Bei sehr feiner brauche ich einen anderen Knoten. Aber jetzt soll es wirklich nur um die simplen Basisknoten gehen. Also das ist jetzt der Ösenhaken. Das mache ich auf der anderen Seite. Du machst aber noch ein Video, wo man das genau sieht und wo du alle Knoten erklärst? Nee, das ist das Video. Ich habe da ein ganz altes Video. Okay, dann pass auf. Dann pass auf. Ich habe da oben ein uraltes Video, da erkennst du die Knoten auch. Da habe ich mit Handleinen Welse geangelt. Das war lustig, aber So, jetzt geht's. Nummer 2. Ich habe hier den Plättchenhaken Plättchenhaken. und ich lege das Seilende, das Schnurende hier dran. Und jetzt lege ich das zurück zu so einer Schlaufe, greife über die Schlaufe und jetzt wickele ich 7 Mal? 7 Mal. Genau. Echt jetzt? Ja, 7 is a charm. Ich habe hier ja diese Schlaufe gelegt. Die ist jetzt noch offen. Ich habe hier 7 Mal außenrum gelegt Hex, Hex. und jetzt stecke ich das Ah, wieder durch die wieder Öse. durch diese Öse. So. Dann schmeckt man auch gleich, ob der Haken gut schmeckt. Schmeckt er dir? Schmeckt mir. So. Das soll ja nicht dir schmecken, das soll den Fischen schmecken. Johannes. Ja, das ist, wenn du mal wissen möchtest, was es bedeutet, dass der Köder dem Fisch schmecken soll und nicht dem Angler, schau mal das allererste Video, alles falsch zu Seven vs. Wild an, weil
da geht es eigentlich. Man nennt so etwas auch Honeypot, aber Da haben wir die 7 wieder. jetzt haben wir hier diesen Also im Knoten drauf. Prinzip ist es der gleiche wie mit dem Ösenknoten, nur anders. Nee, völlig anders. Ach, Okay, ich klemme hier die Leine auf diesen Plättchenhaken fest. oh je, das werde ich nie lernen. Du, sag mal, Ja? habe ich das vorhin richtig gehört? Ich muss da mit in die Mongolei und ich krieg da nichts Ja, zu also- essen und ich kann da nicht mal die Knoten wickeln, weil ich ja verhungern. Also die Knoten, die kannst du. Ach komm, die machst du mir, oder? Und du weißt genau, dass du in die Mongolei mitkommst. Das, was du nur noch nicht wusstest, war, dass du dann auch vor der Kamera sein wirst. Ja, das sagst du jetzt. Ja, das sage ich jetzt und das ist auch so, weil wenn wir da gemeinsam unterwegs sind, dann wollen wir natürlich auch einen Film machen. Den Film wird es übrigens dann hier geben. Das habe ich alle vorhin schon erklärt. Dann muss ich jetzt nicht mehr erklären. Nee, jetzt angeln wir ja, Ja, jetzt angeln wir. weil die Fische warten schon. Die Fische warten. Also diese Knoten wirst du dann lernen und damit Ich werden auch? wir. Ja, natürlich. Ach, du hast mich gemeint? Ja, ich habe dich gemeint. Scheiße. Und du kannst sie auch. Sie kokettiert manchmal. Sie hat einen Angelschein, sie hat einen Jagdschein, sie hat immer größere Wälse gefangen als ich. Sie hat den größten Bock in meinem eigenen Revier erlegt. Sie? Wer ist sie? Wovon redest die du Kamerafrau. eigentlich gerade? Weil die Frage auch hin und wieder aufkommt, ja, sie kokettiert, sie weiß sehr viel besser Bescheid. Aber Nicht, wenn die Kamera läuft. ja, da Dann ist stell sie ich so ein mich bisschen blöd an. Advocatus Diaboli, so wie die Pizza. Ja gut, aber wir haben jetzt keine Pizza, Also, sondern wir wollen jetzt müssen uns fangen. Jetzt langsam Notnahrung wird es fangen. blöd, wenn wir keinen Fisch rausholen. Ich sage, in 5 Minuten haben wir einen Fisch. Das ist jetzt die Technik. Ich verwende monophile Schnur, also die transparente Leine. Die ganz normale Die ganz normale. Standardangelleine. Und ich nehme auch einen sehr viel kleineren Haken, einen Plättchenhaken, den knote ich schnell fest. Ich mache die Leine soweit fertig, weil auf dem Video erkennt man da so gut wie nichts, weil das sehr, sehr fitzelig und sehr klein ist. Deshalb zeige ich es dir gleich, wenn ich damit fertig bin. Du, Ha? Jasper, Hä? guck mal. Oh, nicht schon wieder, gib her. Ich habe jetzt hier meinen kleinen Haken gebunden. Da kommt jetzt ein Köder dran. Ich kann einen halben Regenwurm verwenden. So, jetzt mache ich den hier dran und ich achte darauf, dass am Haken, ja, dass diese Spitze oben frei bleibt. Weil da soll ja später der Fisch dran hängen. Das heißt, du hast den jetzt mehrfach eingestochen, Ich hab aber die den- Spitze ist frei. Ich habe den so ein bisschen aufgewickelt, sodass er sich bewegen kann. Und die andere Leine, das andere Ende der Leine, knote ich jetzt einfach in meine Rute. Die andere Hälfte vom Wurm lege ich mal ab. Und ich knote jetzt einfach meine Leine hier an meine Stipprute fest. Mit welchem Knoten machst du das? Ach, das ist machst du folgendermaßen. Ich gehe hier ein paar Mal ran, 7 Mal. So, dann ziehe ich hier einmal durch, dann ziehe ich hier nochmal durch und jetzt kann das sich zuziehen. Jetzt habe ich hier meine Angelrute und von der Funktion her ist es super simpel. Wenn ich jetzt hier so auswerfe, habe ich meinen Haken im Wasser. Mein Wurm sinkt dort auf dem Ich Boden. dachte, du stippst. Ja, damit stippe ich ja. Das ist ja, Musst du dafür trotzdem auswerfen? ja, ich habe so halb ausgeworfen und ui, ja, so Hat schnell was geht gebissen? es. Ja, so schnell geht es. Wo ist er, wo ist er? So schnell hat man einen Fisch. Gehen die Schuppen super easy ab. Mit dem Messerrücken. Mit dem Messerrücken. Ich angele also gerne mit einem einfachen Stock als Stipprute, mit einer ganz simplen Angelleine und mit kleinen Haken. Was ist mit dir? Was ist deine Survival-Montage, die du in einem Notfall nutzen würdest, um möglichst schnell Fische zu fangen? Und würdest du dann eher große Fische angeln oder eher viele kleine? Schreib es mir unten in die Kommentare. Außerdem werden wir im nächsten Video uns anschauen, wie ich mit genau dieser Montage in weniger als 5 Sekunden mir meine ersten Fische fange. Wenn du das nicht verpassen möchtest, lass gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal und noch viel wichtiger, geh raus, mach's gut und bleib gesund.